Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Der Hund und nichts als der Hund. Im ersten Teil habe ich angekündigt, dass die Teile immer nur samstags erscheinen. Nach ein bisschen Überlegung habe ich mich jetzt aber dazu entschieden, die Videos sowohl Samstag als auch mittwochs zu veröffentlichen. Und dadurch habe ich diese 4 Teile deutlich früher abgeschlossen und vermute, dass Sie so auch einen besser verdaulichen Rhythmus erleben. Ja, der heutige zweite Teil dauert schon um einiges länger und ist auch mit weit mehr informativen Elementen zum Thema Kynologie ausgestattet, als es der erste Teil war. Natürlich hoffe ich, das Ganze mit dem 3. und 4. Teil noch um einiges steigern zu können. Ich werde mir Mühe geben. Doch sehen wir mal rein in den heutigen Teil. Also, bis gleich. Nun, als Smokey, der Schäferhundwelpe, bei meiner Tante und meinem Onkel einzog, bekam ich natürlich mit, dass sich da etwas anbahnte. Es fiel mir einfach auf, dass sich meine Eltern beim Besuch dort besonders detailliert mit meinen Verwandten über Themen wie Hundewelpe, Impfungen, Ernährung, Stubenreinheit und so weiter austauschten. Da war irgendetwas im Busch ganz klar für mich zu erkennen. Einige Tage nachdem Smokey erworben wurde, kamen meine Eltern nach dem Einkaufen mit Hundezubehör nach Hause. Da waren Näpfe, Halsband, Leine und auch einige andere Dinge dabei. Damals wurde mir erzählt, dass diese Gegenstände für Smokey erworben wurden. Ja. Doch irgendwie passte das alles mit der Energie dieser Aussagen nicht zusammen und tief in mir drinnen schöpfte ich schon hartnäckigen Verdacht. Doch ich wagte es nicht, diesen auszusprechen. Schauen Sie, ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen. Ja. An einem Samstag war es. Ein früher Nachmittag, an welchem einige meiner Freunde und ich auf einer nicht weit entfernten holprigen Wiese miteinander Fußball spielten. Eine Bekannte von uns, die in der Nachbarstiege wohnte, die sah mich und sagte mir, meine Eltern würden mich suchen, ich solle nach Hause kommen. Ja, machte mich auf den Weg, war etwa 5 Gehminuten von zu Hause entfernt und als ich um die Ecke kam, aus welcher ich unsere Stiege im Abstand von etwa 50 Meter sehen konnte, standen davor 2 oder 3 Nachbarn, ich weiß es nicht mehr so genau, meine Mutter und mein Vater. Und vor ihnen in der Wiese tapste ein kleiner gelber Teddybär herum. Boris trat in mein Leben. Ja. Schauen Sie, es ist mir technisch und zeitlich überhaupt nicht möglich, Ihnen jetzt zu erklären, was sich da alles in und rund um mich abgespielt hat in diesem Moment. Aber ich kann Ihnen sagen, das war einer der glücklichsten Momente in meinem ganzen Leben. Und dieser Hund, Boris, war einer der traumhaftesten Hunde, die jemals auf diesem Planeten gewandelt sind. Für mich war er das. Verzeihen Sie mir bitte die schlechte Qualität der 3 folgenden Bilder von meinem Boris. Diese wurden noch mit alten Kameras aufgenommen und nachträglich mit dem Handy dann von mir abfotografiert. Selbstverständlich existieren noch sehr viele weitere Fotos von meinem ersten Jungen, doch befinden die sich alle in Kisten am Dachboden meiner Eltern. Irgendwann mal nehme ich mir die Zeit und werde alle hervorholen, ganz sicher. Jo, bei seinem Erwerb hat Boris meinem Vater absolut überlistet. Der Name und das Geschlecht für meinen ersten Hund stand kurz nach dem Einzug von Smokey bei meinen Verwandten ja schon fest, wie meine Eltern mir erzählt hatten. Auch auf die Rasse
hatte man sich schon geeinigt. Denn genauso wie Gwendo von Symbion sollte auch Boris ein deutscher Schäferhund werden. Eine fantastische Hunderasse. Aber mein Bär hatte da ein Wörtchen mitzureden. Die Frau Fasching, das war eine Hundeverkäuferin. Keine Nobeladresse für Rassehunde, keine Hundezüchterin. Nein, die hatte ihre Kanäle, bekam ihre Welpen und gab sie an geeignete Plätze weiter. Sie war aber dafür bekannt, sich sehr gut um die Hunde zu kümmern. Dort war es sehr sauber, den Hunden fehlte es an gar nichts. Durch einen Bekannten erfuhr mein Vater damals, dass gerade zu diesem Zeitpunkt einige deutsche Schäferhundewelpen bei Frau Fasching eingezogen sind. Wir haben Kontakt auf mit meiner Mutter, das wurde mir alles erzählt. Danach dann. Ja. Und sie fuhren dorthin. Ja, was soll ich Ihnen erzählen? Wenn Sie schon jemals vor mehreren Welpen gestanden sind, dann wissen Sie, wie schwer es ist, hier Entscheidungen zu treffen. Am liebsten würden Sie alle mitnehmen. So ging es auch meinem Vater und meiner Mutter. Und während Sie sich dort 3 Welpen, deutsche Schäferhundewelpen ansahen, alle im Alter zwischen 11 und 12 Wochen, soweit ich mich erinnern kann, und mein Vater so da stand, tapste ein Hund zwischen seinen Beinen durch, drehte sich vor ihm um und sah ihn an. Mein Vater traf es wie einen Blitzschlag. Ja. Als er diesen Hund in die Augen sah, sah er die Frau Fasching an und sagte, das wird mein Boris. Und genau so kam es dann auch. Ja. Boris wurde von der Betreiberin des Hundehandels als Bernhardiner Mix angegeben, welcher, aufgepasst, von einem portugiesischen Einwanderungsehepaar bei ihr abgegeben wurde. Weitere Details kannten wir nicht. Bernhardiner Mix, das klang glaubhaft für meine Eltern, denn Boris hatte im Alter von etwa 12 Wochen, so alt war er, als er bei uns einzog, schon riesige Pfoten und war weit kräftiger, größer und substanzvoller gebaut als der etwa gleich alte deutsche Schäferhundwelpe Smokey. Um Ihnen erklären zu können, was tatsächlich in Boris steckte, muss ich jetzt die Zeit um etwa ein Jahr nach vorne drehen und danach aber wieder zurückzukehren. Also, Boris war etwa ein Jahr alt und stand kurz vor seiner ersten Begleithundeprüfung, doch zu diesem Thema Begleithundeprüfung, Hundeabrichtesport etc. viel mehr im 3. Teil. Ja. Mein Vater und ich befanden sich mit ihm bei einem Spaziergang in einem kleineren Waldstück neben der Donau. In der Au war das, so wurde dieses Waldstück von uns Seher genannt. Als ein Ehepaar auf uns aufmerksam wurde. Die beiden näherten sich uns und die Frau sprach Boris in einer Sprache an, die sich kurz später als Portugiesisch herausstellte. Sie sprach nicht gut Deutsch, ihr Mann aber schon. Zuerst wurden wir gefragt, wie alt Boris wäre und danach, woher wir ihn hätten. Die beiden waren sehr nett und mein Vater gab ihnen sehr gerne Auskunft. Nun, es stellte sich heraus, passen Sie auf, dass genau diese beiden, dieses Einwanderungsehepaar aus Portugal waren, die Boris bei der Frau Fasching als Welpe abgegeben hatten. Na bumm. Soweit wir verstanden haben, gab es damals Missverständnisse nach ihrer Niederlassung in Österreich zwischen ihnen und ihrem Vermieter, ziemlich grobe Geschichte dürfte das gewesen sein, bezüglich Hundehaltung. Was sie schließlich dazu zwang, Boris beim Hundehandel abzugeben, da der Vermieter laut ihrer Aussage noch am selben Tag ihres Treffens genau darauf pochte. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, so wurde es uns erzählt. Wie die hierher gekommen sind, ob mit dem Flieger oder mit dem Auto, wie das gehandelt wurde mit Einreiseerlaubnis eines Welpens, Quarantäne und so weiter, ob das damals schon Gesetz war oder nicht, das weiß ich heute nicht, das wusste ich damals nicht. Fakt war, die kamen mit dem Hund nach Österreich, durften ihn aber laut Vermietern nicht behalten und sahen sich gezwungen, ihn beim Hundehandel abzugeben. So lief das ab, so wurde uns das
erzählt. Doch jetzt, liebe Zuseher, jetzt kommt der Punkt. Denn als wir über die stattliche Größe von Boris sprachen und damals mit einem Jahr bewegte er sich schon auf 70 Zentimeter Schulterhöhe zu. Und mein Vater den Einfluss des Bernhardiners bei ihm erwähnte, schüttelte der Ehemann sofort den Kopf und meinte, dieser Hund hatte absolut nichts mit einem Bernhardiner zu tun. Das ist ein waschechter portugiesischer Hirtenhund. Sie können sich vorstellen, dass sich ein riesiges Fragezeichen über den Köpfen meines Vaters und mir bildete. Ein Hund, damals von ihnen von einem befreundeten Züchter erworben, ein Raffero, dessen Elterntiere ihnen ebenfalls gut bekannt waren. Sie sagt noch, dass sie der Hundehändlerin, der Frau Fasching, damals Bescheid gaben, ihr mitteilten, dass es sich mit Boris um einen Raffero do Alentejo handelte. Sie damit aber überhaupt nichts anfangen konnte und nur meinte, völlig egal, der Hübsche findet sicher bald einen guten Platz. Ja, nun, da standen wir jetzt, völlig perplex mit einem großen Mix an der Leine, der eigentlich ein reinrassiger Hund war und in einer Kategorie zu Hause war, welche wir damals nur vom Hörensagen kannten. War so, ja. Schauen Sie, in der heutigen Zeit, wo es Internet, Smartphones, Google und alles gibt, wäre ich natürlich sofort nach Hause und hätte das gesamte Netz nach dem Begriff Raffero do Alentejo durchforstet. Doch, wie wir alle wissen, das war etwa 1982, gab es das damals noch nicht. Aber ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Bücher zu Hause, die das Thema Rassehunde behandelten. Und Sie können sich vorstellen, dass ich die nach diesem Spaziergang sofort Starterpede hervorholte, um nach dem Raffero zu suchen. Doch dieses Mal hatte ich Gesellschaft dabei. Denn auch mein Vater und meine Mutter sahen nach dieser Geschichte hochinteressiert in die Bücher da rein. Natürlich fanden wir diesen Hund. Und ja, irgendwie packten wir diese Tatsache gar nicht, waren sehr überrascht von diesem neuen oder von diesem Fakt, möchte ich mal sagen. Obwohl es uns eigentlich völlig egal war, ob Boris ein Mix oder ein Rassehund war. Das war uns vorher völlig egal und das war uns auch sein ganzes Leben lang völlig egal. Und trotzdem war es irgendwie positiv aufregend, das Ganze. Das werden sicher viele von Ihnen verstehen können. Natürlich zerlegte ich diese Rasse von A bis Z, soweit mir möglich war, und konnte alles, was darüber geschrieben stand, im Schlaf auswendig erzählen. Doch da gab es etwas, das mich ein klein wenig an der Aussage dieses Ehepaars zweifeln ließ. Der Raffero do Alentejo hat laut Standard ein relativ kleines Schlappohr. Boris hatte ein Rosenohr, aber damals wusste ich noch nicht, dass es häufig zu solchen Fehlstellungen kommt bei Rassen, wo das Schlappohr vorgeschrieben ist. Mittlerweile habe ich schon unzählige Junghunde gesehen, bei welchen ihre Besitzer die Schlappohren in der Wachstumsphase behutsam mit Klebebändern fixiert haben, damit sie sich nicht zum laut Standard fehlerhaften Rosenohr entwickeln. Mir wäre das völlig egal, ich bin kein Ausstellungsgeher, ich war Ausstellungsbesucher, aber ich bin dort nur einmal gestartet, das war mit meinem Attila, doch sonst wäre mir das egal. Das ist mein Hund, ob der ein Schlappohr, ein Rosenohr hat, ein Stehohr hat, sonst irgendwas hat, weiß ich nicht, Überfallohr, wäre mir völlig egal, aber das ist nun mal so. Schauen Sie, hier bei uns in der Gegend lebt eine deutsche Boxerhündin, eine Junghündin, ist jetzt eventuell 5 oder 6 Monate alt. Manchmal treffe ich sie. Liegt am Weg auf unserer Spaziergangrunde deren Haus. Auch die hatte bis vor kurzem noch beide Ohren mit Klebeband fixiert, damit sich ein schönes, standardmäßiges Schlappohr entwickelt. Da ich von ihr und von den Ehemann erfahren habe, die Besitzerin hätte vor, in Zukunft die Hündin auszustellen. Wir wissen, es herrscht Kopierverbot und der Standard verlangt beim deutschen Boxer, wenn es ein Schlappohr ist, dass es eben nun mal ein Schlappohr und kein Rosenohr ist oder auch kein Überfallohr ist, etc. Das letzte Mal sah ich diese Hündin, glaube ich, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen. Mittlerweile ist das Klebeband schon entfernt. Das rechte Ohr hat gefolgt und ist ein standardmäßiges Schlappohr. Das linke hat auf
diesen Befehl gepfiffen und ist nach wie vor ein Rosenohr. Nochmal, mir wäre das völlig egal, aber ist nun mal so. Alle um uns herum kannten Boris als Mix, als Bernhardiner Mix. Manche meinten, er wäre ein Leonberger Mix. Sowohl in der Familie wie auch am Hundeabrichteplatz war er als solcher bekannt. Meine Eltern entschieden also, diesen Status zu belassen. Erstens war es uns sowieso völlig egal, als welchen Hund ihn andere wahrnehmen. Und zweitens sagte mir mein Vater einige Jahre später, dass dieser plötzliche Wandel vom Mix zum seltenen Rassehund für einige doch recht eigenartig gewesen wäre. Ich denke, wäre ich damals erwachsen gewesen, hätte ich das genauso gesehen. Ja. Und jetzt drehen wir die Zeit wieder einige Monate zurück. Ja. Jetzt war er also da, mein erster Hund, und ich bekam von Anfang an voll mit, wovon die Freude eines Ersthundebesitzers begleitet wird. Nämlich auch von Stress und einigem an Arbeit, wie viele von Ihnen wissen. Klare Sache. Ne? Meine Eltern sagten mir damals unmissverständlich und von Anfang an, Boris ist dein Hund und du wirst dich genauso um ihn kümmern, wie wir das tun werden. Du wirst mithelfen, ihn sauber zu bekommen, ihn zu füttern und du wirst mit ihm spazieren gehen. Mir war schnell klar, nur mit Spielen und Streicheln war da überhaupt nichts. Aber ich freute mich auf diese Verantwortung. Glauben Sie mir das. Stubenrein wurde er recht schnell. Verrichtete er sein Geschäft zu Hause oder bemerkten wir, dass er kurz davor war, dann gab es ein lautes Nein. Er wurde hochgehoben und auf schnellstem Weg nach draußen auf die Wiese gebracht. Und wenn er sich dann löste, wurde er überschwänglich gelobt. Wir hielten es hier also auf die völlig altmodische und für mich noch immer am besten funktionierende Art und Weise. Das verknüpfte er wahnsinnig schnell und ich möchte behaupten, dass er nach spätestens 3 Wochen stubenrein war. Mit Sicherheit. Gefüttert wurde er als Welpe mehrmals am Tag. Hier hielten wir uns strikt an die Empfehlungen diverser Bücher und anderer Hundebesitzer. Doch anders als Shiro oder Vito, aber sehr ähnlich wie Attila, ein zweiter Hund, wurde Boris von Beginn an roh gefüttert. Als Beilage bekam er allerdings immer nur gute Hundeflocken. Das Futter, das bezogen wir damals noch direkt vom Schlachthof St. Marx. Dazu fuhren mein Vater und ich einmal pro Monat dorthin und kauften groß ein. Tiefgefrorenes Kopffleisch, Kuttelfleck oder Schlund wurde da besorgt. Ich kann mich noch gut an die Schlepperei erinnern, denn unter anderem war es meine Aufgabe, damit anzupacken, klare Sache. Ja, das waren jeden Monat an die 50 Kilo Fleisch, die wir in der Tiefkühltruhe im Keller verstauten. Boris war ein großer, kräftiger Hund. Da ging schon einiges weg. Ja. Ich kann mich noch sehr gut an die Geruchsexplosionen erinnern, die meine noch sehr feine Kindernase wahrnahm. Speziell dann, wenn der nicht geputzte Kuttelfleck aufgetaut wurde. Boah. Alter. Doch am schlimmsten war es für mich, wenn die Quaggen zum Einsatz kamen. Das war das Schlimmste. Ja, Quaggen in Deutschland zumeist bekannt als Harzer Käse, die damals noch weit intensiver rochen, als sie es heute tun. Zumindest bilde ich mir das ein. Die Quaggen, die galten damals als Geheimwaffe. Wenn ein Hund dazu neigte, sich in veränderten Tieren zu wälzen. Boris war der einzige meiner Hunde, der das manchmal tat. Es gibt ja verschiedene wissenschaftliche Theorien, warum Hunde das tun. Alter Wolfsinstinkt, um den eigenen Raubtiergeruch zu überdecken. Jagd dienlich. Oder um Informationen ans Rudel weiterzugeben, den anderen damit mitzuteilen. Schaut, ich habe was gefunden, da gibt's was zu knabbern. Oder aufgrund purem Vergnügens. Und was für uns erbärmlich stinkt, ist für die Profinase des Hundes häufig das beste Parfum der Welt. Auch das wissen viele von Ihnen. Ist so. Und weil man letztere dieser 3 Möglichkeiten häufig für den Hauptverdächtigen hielt,
kamen genau in solchen Fällen häufig die Quageln zum Einsatz. Dieser Stinkekäse, dem Hund verabreicht, sollte ihn davon abhalten, noch besser duften zu wollen. Und wenn meine Eltern Quageln auspackten, flüchtete ich immer. Boris allerdings wurde verrückt, der liebte sie, wurde mit erhobener Nase magisch von den Quageln angezogen, kann mich genau erinnern, das war eine Zeit, bist du deppert. Ob diese Quageln diesbezüglich wirklich helfen, das weiß ich nicht, aber schaden können sie nicht und die meisten Hunde lieben sie. Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als sich Boris beim Spaziergang neben der Donau mal in einem veränderten Fisch gewälzt hat. Pah! Vom Nacken bis zur Gruppe hinunter beschmiert mit diesem unbeschreiblich grausam stinkenden Gatsch. Und sich dann elegant hingestellt vor mich präsentierte in der Art, als wollte er mich fragen, ne? Riech ich nicht toll? Ja, Alter. Es dauerte natürlich seine Zeit, bis das folgende Bad seinen betörenden Geruch wieder normalisierte. Und die Quageln danach waren fast schon angenehm wahrzunehmen, ja. Smokey und Boris waren etwa 5 Monate alt, als sich meine Eltern und meine Verwandten dazu entschlossen, gemeinsam auf die Suche nach einem guten Hundeabrichteplatz zu gehen. Da gab es einen Platz in unmittelbarer Nähe und ich weiß bis heute nicht, weshalb gegen diesen Platz entschieden wurde. Die Erwachsenen werden schon ihre Gründe gehabt haben, denke ich mal. Doch später bekamen wir es noch sehr häufig mit diesem Hundesportverein, für welchen sich meine Eltern nicht entschieden haben, zu tun. Der wurde zu unserem Hauptkonkurrenten, zu unserem absoluten Lieblingsgegner. Es ist eine ähnliche Geschichte wie Österreich gegen Deutschland im Fußballspielen. Wir waren Österreich, der HLSCW war Deutschland, klare Sache. Der Allgemeine Kynologische Club, kurz AKC genannt, wurde gefunden. Dieser Hundesportverein befand sich etwa 15 Kilometer von uns entfernt. Eines Samstags fuhren wir also dorthin. Der Platz befand sich etwas außerhalb von Stammersdorf, neben einem großen Feld und einem kleinen Waldstück. Als wir dort aus den Autos ausstiegen, fiel mir sofort eine intensive Klangkulisse auf. Eine Klangkulisse, die dann so vertraut wird mit den Jahren und die viele von Ihnen, welche selbst Hundeabrichteplätze besuchen, sehr gut kennen werden. Ich vernahm das Gebell von mehreren Hunden. Ja, dort eingetreten sah ich viele oberhalb verkleidete Holzpaletten mit eingearbeiteten Wassernäpfen. Jede dieser Paletten stand vor einem massiven Zaunsteher und an diesen waren auf den Paletten liegend, sitzend oder stehend Hunde angeleint. Etwa 50 Meter geradeaus stand ein größeres Holzhaus, die Clubhütte. Da kam ein Heer heraus und begrüßte meine Eltern und meine Verwandten, sah sich unsere beiden Hunde an und führte ein kurzes Gespräch mit den Erwachsenen. Ich weiß nicht mehr, was da gesagt wurde. Meine Augen und mein Fokus lagen bei den vielen verschiedenen Gerätschaften dort auf diesem Hundeabrichteplatz und bei diesen vielen tollen Hunden, die dort anwesend waren. Ich gehe aber davon aus, dass da Details besprochen wurden, wie das alles abläuft. Ja. Es war ein schöner warmer Tag und draußen vor der Clubhütte befanden sich mehrere Bänke. Und da wurden wir dann eingeladen, dort Platz zu nehmen und bei der um 14 Uhr startenden Arbeit mit den Hunden zuzusehen. Ja. Die nächsten 2 bis 3 Stunden bekam ich dann den Mund verstaunen nicht mehr zu. Um etwa 16:30 Uhr wurde uns dann geraten, unsere Junghunde mit Begleitung, also nicht alleine, ins Auto zu bringen oder mit ihnen auf einem Feldweg, der sich neben dem Platz befand, etwas weiter weg
zu bewegen, wenn wir davon wissen, dass die beiden knallsensibel sind. Denn es würde die Schutzarbeit folgen und genau bei dieser wird mit 9 mm Platzpatronen geschossen. Meine Mutter und meine Tante entschieden sich damals dazu, das erste Mal mit Boris und Smoke in die Autos zu steigen und bei ihnen zu bleiben. Sie gingen damit auf Nummer sicher. Nun, was soll ich Ihnen sagen, liebe Zuseher? Es folgte ein auf mich extrem beeindruckendes Spektakel. Da kam ein Mann aus der Hütte raus, der hatte einen total eigenartigen Arm übergezogen und in der anderen Hand hatte er einen Stock. Der stellte sich genau in die Mitte dieses Hundeabrichtplatzes auf die Wiese hin, wobei ausnahmslos alle Hundeaugen auf ihn gerichtet waren. Ja. Dann riss er beide Arme in die Höhe und schrie lauthals: Jassa! Sofort brach dort die Hölle los. Alle Hunde auf den Paletten treten völlig am Rad. Das kann ich Ihnen sagen. Und der Obmann, der stand neben uns, sah uns grinsend an und sagte, und genau darauf freuen Sie sich schon den ganzen Tag. Ja, und dann wurde marschiert, überfallen, gebissen, auf Kommando ausgelassen, davongelaufen, wieder gebissen, auf Kommando ausgelassen, untersucht, entwaffnet, begleitet, verfolgt, geschossen und so weiter. Und ich packte das alles überhaupt nicht, anders kann ich es nicht sagen. War höchst positiv überrumpelt und schwer beeindruckt von dieser Schutzarbeit. Ja. Und nie im Leben wäre mir damals auch nur in den Sinn gekommen, dass mein Hund und ich irgendwann einmal genauso zaubern würden, wie all die Hunde das an diesem Tag dort taten. Oder gar derjenige zu sein, der anderen beibringt, wie man mit Hunden zaubert. Und schon gar nicht dachte ich daran, selbst einmal der Mann mit diesem eigenartigen Arm zu sein und mehrere tausendmal zu spüren, wenn sich ein Hundekiefer darum schließt. Doch ganz genau so kam das alles. Mehr dazu im dritten Teil. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.